So Leute, es geht Schlag auf Schlag weiter mit Disco Elysium. Wir haben einiges rausgefunden in der letzten Folge. Wir haben herausgefunden, dass Titus uns offenbar an der Nase herumführt und jetzt will er mit seinen Leuten abhauen. Aber auch unser Gehirn bzw. unser Gewissen, wie auch immer, unsere Gedanken sind nicht so ganz klar, denn es könnte sein, dass uns Callisto auch die ganze Zeit verarscht. Das wissen wir nicht. Es könnte sein, dass da jetzt irgendwie ein Problem vorherrscht. Vielleicht haben sie sich jetzt gesagt, okay, wir werden halt Titus einfach den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Vielleicht steckt sie da auch mit drin. Wir wissen es einfach nicht. Ist dafür viel zu abgeklärt und cool, aber lass doch die Gedanken jetzt einfach mal die Gedanken sein. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Wir haben herausgefunden, wer der Typ ist. Wir haben Dienstag aber nichts mehr erkundet, die Geheimgänge, das kann man nicht machen. Das sind die Synchronisiere, die... Ja, wir haben das immer noch mit Sona. Und wir haben um 22 Uhr quasi, dass er unsere Waffe wieder bekommt. So. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir? Wir haben nicht mehr allzu viel. Yes? Wir haben 70 Erfahrungspunkte. Das heißt, wir haben vielleicht demnächst noch einen Erfahrungspunkt da reinbuttern können. Wow, gibt's da viele. Ja, dann würde ich sagen, versuchen mal kartentechnisch die Sachen wieder abzuarbeiten hier. Ziellänge, Rhetorik, das können wir nicht machen, ne? Siege, das geht nicht. Im Innenleben. Beherrschung. Bei Choice, das geht nicht mehr. Konzeptbildung bei Schädelmesser, das sollen wir nicht machen. Körperapparatur, das geht auch nicht. Visuelle Kalkül. Verriegelte Tür, brauchen wir Körperapparatur. Das ist oben, ne? Körperapparatur können wir allerdings nicht weiter leveln. Dafür brauchen wir halt irgendwas anderes. Das brauche ich ja schon bei mehreren Sachen. Körperapparatur. Da hatten wir, glaube ich, nur eine Sache. Wir können es probieren, aber ich glaube nicht, dass es gut wäre für uns, weil wir haben auch keine Gesundheit mehr. Okay, wir haben voll die Gesundheit, aber haben nur noch ein Ding zum Heilen. Ob so gut ist.
Vielleicht sollten wir einfach bis 22 Uhr warten. Bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Ich gehe mal hier nochmal hin. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding. Ich würde gerne das Spiel kaufen. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. If you say so, but you better stay away from those immoral occult rituals. Aufwendig pastianisches Brettspiel im Fantasy Fantastik, populär Style, illustriert mit bukolischen Landschaften, das merkwürdige humanoide Kreaturen enthält. Es handelt sich um die dritte Ausgabe des Meganoversum-Zusatzmoduls, welcher nicht ohne das Hauptspiel gespielt werden kann. Large letters on the front form a title, Wirral. The colorful box is illustrated with bucolic vistas. The cover art also features odd-looking humanoids, some short, some taller, some with pointy ears, others with ephemeral wings. Gucken wir uns mal die Schachtel an. Text underneath the title in smaller typeface reads, 3rd edition, Mega Setting Supplements Module. The side panel adds, a sword and sorcery adventure board game with new maps and miniatures. Ja, schüttel Schachtel, die Schachtel schütteln. Mysterious things rattle inside. What could they be? Dice? Plastic miniatures? A fantastical alternate world full of magic and wonder? None of that witless man from Heimdall, fascist dross, hidden behind faux realistic allegory. Wirral is no cliché-ridden apologia for colonial violence. Wirral is pure imagination. Rückseite. A blurb on the back reads, tired of the tedium and toil of modern life? Escape to Wirral. Leave behind e-solas and nations with their petty squabbles. Discard electricity, magnets, and boring technological widgets. Succumb to a world of high pasternal fantastique. Unleash your imagination and create an adventure of endless possibilities. Discover the terrible secret threatening Wirral. Can your band of adventurers save the world? Ja, wo sind diese Herausforderungen anzunehmen? Exactly. That's the spirit. All you have to do is read an intricate rulebook, study an assortment of maps, unfold the illustrated game board, and start rolling dice. In no time, you could be romping through grasslands with low-level characters, hunted by Iskala riders, or battling unspeakable monsters in endless dungeons fraught with danger and despair, conjuring up forceful magics to aid your quest. Okay, dann öffnen wir mal die Schachtel. You pry open the box. Inside you find a folded up map, a small booklet, a 24-sided die, and a little plastic figurine. Einmal die Karte anschauen. A reprint of a crude hand-drawn map. The top left corner reads, Lands of Wirral. The map features both small villages and mid-sized towns with odd names, in addition to meadows, forests, hills, lakes and seas, also with odd names. It doesn't seem to correspond with anything you've seen thus far. It's not a very helpful map. Ja, dann schauen wir uns mal die Würfel an. It's made from some sort of wood and has been decorated with peculiar plant motifs. You don't know much about dice, but this one looks pretty damn fancy.
Okay, den Würfel nehmen. You place the die into your pocket. It's always good to have luck on your side. Die Figur. You see a man in ragged clothes wearing a lopsided hat and wielding some sort of a firearm. Interesting. A commoner. Ein was? A commoner. One of the leftist revolutionaries in the anti-centennial revolution. Das klingt nicht gerade nach Werwolf. It is not. The commoner are not a part of the game setting. I guess someone misplaced it during the packaging process. Heißt das, wir können nicht spielen? I have a feeling the figurines are more there to set the scene than anything else. Ja, nimm mal die Figur. You pick the figurine up by the base to meet your gaze. The little plastic man stares back at you, his face contorted into a disturbing shout. Then you pocket it. Gucken wir uns mal das Heft an. A quick guide to the magical races of Wirral. Create your own hero, choosing from any of these completely unique and fantastical backgrounds. The options are in order of importance. The Welkin, the Tweog, the humans, the fairy folk, and the pygmies. Lesen wir mal über die Welkens. The Welkin, tall, lithe, and graceful, with long flowing hair and pointy ears. They're known for being powerful magic users, but can also hold their own in a brawn-driven fight. The Welkin come with a variety of exciting sub-races. High Welkin, Forest Welkin, Lake Welkin, and Snow Welkin. But if you're not feeling experimental, a basic Welkin will always do. Ja, dann, was sind Viogier? A grand race of industrious mountain people. They're short, stout, and muscular, and enjoy digging for gold and other precious minerals. They're also well versed in the art of combat, where they prefer to use axes and hammers. The Tweog also come in a few different sub-races. Hill Tweog, Shield Tweog, and Dark Tweog. Okay. They're just humans. What else is there to tell? They're average in all stats, and jacks of all trades. Feenvolk. A very small race of flying people, known for being mischievous, full of trickery. They often lure people into their magical traps. There are no sub-races for the fairies. Okay, dann die Pigments. The least popular of the Wirral races, the pygmies, are short, rotund, and dim-witted. Pygmies live in small villages made of shoddy wooden dwellings. They spend most of their days tilling the earth and smoking their pipes. There are no sub-races for the pygmies. A colorful box with the title Wirral in bold letters. It's a board game. Okay, dann legen wir die Schachtel mal weg. Das hat uns so gut wie gar nichts gebracht. Wir haben hier nur einen Würfel und eine Figur. Gut, was können wir denn hier noch so machen? Shelves filled to the brim with crime novels. Shelves full of biographies of famous people, whoever they are. Several maps the maps look old and faded. Das habe ich ja schon alles gemacht. Wir müssen eigentlich mal ein Buch. Ja, also, was haben wir jetzt noch für Möglichkeiten? Das ist das Ding halt, ne? Also, wir haben ein Level Up. Nee, wir haben kein Level Up. Uns fehlen dann noch Punkte. Das heißt, ich gucke einfach mal, ob ich irgendwas machen kann, was auf der Karte hier noch zu erledigen. Das ist schon, ach, das ist das Ende. So, Körperapparatur, das geht nicht. Thales Hardy, Rhetorik geht auch nicht. Visuelle Kalkül, Kirchenfenster. Gehen wir doch mal zum Kirchenfenster und gucken, ob wir da was machen können. Visuelle Kalkül. Gucken wir erstmal, ob wir da Minus haben. So.
glaube, da habe ich halt auch nichts. Ich habe 1 Plus hier, wenn ich das habe. Oh, da habe ich richtig viel. Ja, dann gehen wir da mal hin, oder? The mother of humanism stands above you, a precious and complex wax painting on a single pane of glass. A crack runs across the length of her body, her face oval and sad. Dann versuchen wir das mal uns vorzustellen. Du rekonstruierst das zerbrochene Glas. A jigsaw of broken shards falls into place in front of you, a ghostly reconstruction of the stained glass window. Before it was shattered, there was an older woman beneath the younger one, and a text, a light motif below them both. Was hat dieses Motiv zerschlagen? Unknown. Something during the raid the lieutenant mentioned, or just hooligans looking for something to break. Wer ist diese alte Frau? The escutcheon on her throne says, Irene the Navigator. She is depicted as an older woman wearing thick-rimmed eyeglasses, holding a golden rights apfel in one hand and a scepter in the other. This is the queen her innocence day advised. Above, she herself is whole. Small figures of wise men, common men, worshippers walk up the stairs to stand at her feet. Secret servicemen, 30 years, stand in a row guarding her. It must have taken years to produce this work in all its dizzying detail. Das Motto, wie lautet es? Below both women, in luminous black letters, après la vie, mort. Après la mort, la vie de nouveau. And then along the left side, après le monde, la gré. Après le gré, le monde de nouveau. Could these words be the password that unlocks the filament memory? Lieutenant, hier stand früher nach dem Tod der Tod nach... Death, life again. After the world, the pale. After the pale, the world again. This exaltation is common in Dolorian sacralism. In the early years, it was even incorporated as the RCM slogan. No more, however. Warum nicht? It was deemed subservient to use a strongly moral intern-related motto. We already suspected of bootlicking. The sentence was also seen as too feminine. It was a macho thing. Das ist jetzt das Motto der BMR? Justice, union, prudence, and force. Lässig. Ice cool. Okay. The mother of humanism towers above you, a wax painting on a cracked pane of glass. Nothing has changed in her expression. Gut. Dann haben wir das auch. Ich glaube, das mache ich jetzt mal ein bisschen. Das geht nicht. Schau da, die Würfelmacherin. Oder Körperapparatur, die Hanteln.
Ah gut, die Küchentüren geht ja nicht mehr, das haben wir schon. Von A bis C, das ABC des wohlbezogenen Kakadus, da gibt's auch noch was. Da brauchen wir Rhetorik für, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Mechanik brauchen wir. Mechanisch habe ich, glaube ich, nur die Handschuhe. Ich glaube, das ist storytechnisch können wir, glaube ich, richtig. Oh. Taktmikrofon. Yes, what is it? Ach ja, der Kakadu. A cockatoo is a This book talks about the delicate nature of twos, as well as introducing some of the most popular species. Ich weiß nicht, ich finde das auch irgendwie. Jetzt hier wieder alles abzuklappern, das passt irgendwie nicht dazu. Ich glaube, ich lese mal ein Buch. Weil das momentan so das Einzige ist, wo ich jetzt drüber nachdenke. Buch eine kurze Einführung. Realismus. The front of this quarterly journal features a large satirical portrait of the late King Friesel. From the sides of his head, a pair of white antlers spread to the corners of the cover. Warum Friesel? Because Friesel was incompetent, foolish, and cruel. In short, the embodiment of everything the communards wished to overthrow. It's satire, you see. Okay, blättern wir mal durch die Zeitschrift. To your disappointment, there aren't any full-color pictures to direct your attention. Just column after column of closely set text, interrupted occasionally by little doodles in black and white. No advertisements, you notice. So who's funding this radical commentary? After rifling the pages with your thumb several times, you return to the table of contents. The magazine is divided into several sections: international development, Kunst und Kultur, and local concerns. Just inside the cover, there's also an editor's note. Ach, dann lesen wir mal das Vorwort der Redaktion. Comrade,
As you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, du cristal à la fumée. This was his way of describing the way the rigid, crystalline structures of capitalist ideology turned to smoke under communism. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going à la fumée, unlike many publications which are content to spoon-feed their readers reassuring drivel. La Fumée is committed to telling the radical truth, even when that truth may drive away potential subscribers. Only 4 issues in, and it sounds like they've already alienated their readership. Perhaps they've overestimated the market demand for this kind of commentary. So please, if you value our radical Mazovian perspective on contemporary politics, culture, and international affairs, please consider subscribing today. Yours in struggle, the editors. Tim, ich glaube, das ist eine kommunistische Zeitschrift. What do you expect? It was laying around the office of the Debarders Union. They're probably bankrolling the thing. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Okay, mehr über internationale Entwicklungen. This section includes a long, tedious critique of the latest round of free trade negotiations between the EPIS nations and the Free State of Semenine. You also skip over an article about heavy fuel oil smuggling along the Messina border, something about bear wrestling in Samara, book riots in Yugograd. Face it, you really aren't interested in foreign affairs. You're not even sure where most of these countries are. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Was ist Geistesleben? It takes a moment, but gradually it dawns on you that Kunst und Kultur must mean arts and culture. Why they decided to title this one section in Volda is beyond you. Obviously because it's cool to drop random phrases in foreign languages. It evokes a sense of recognition and fellowship among those privileged enough to understand. As you leaf through this section, you come across several reviews of recent radio plays, as well as a brief artist spotlight featuring a local artist identified only as CS. The main feature, though, is a long essay titled Tip Top Tournee, a critical Mazovian perspective. Okay, lesen wir mal die Kurzbiografie von CS. This so-called artist spotlight is really just a brief Q&A, made all the briefer by the subject's evident hostility to her interviewer. That certainly sounds like a certain delinquent youth who likes to harass you from her balcony. Aha. Ob die wohl das... Ja, CS. Moment mal, was ist dann dieses Tip-Top-Turnier? The actual article is surprisingly light on details, but after skimming a page or two, you gather that it has something to do with motor carriage racing. If you don't follow it, you only ever hear about the ludicrous sponsorships and obscene death toll. Na schön, schauen wir mal, was diese Kommunisten über Tip-Top zu sagen haben. You think you're settling in for a relaxing recap of the most recent season, maybe sprinkled with some nice anecdotes about a few of the more colorful drivers. Instead, you find yourself skimming a 10,000-word feature about all the politically problematic aspects of Tip Top Tournee. Moment, was ist denn an Tip-Top problematisch? Where to even start? For one, there's the crass commercialism of its sponsorships.
And then there's the practically criminal emphasis on deadly motor crashes. Was ist so schlimm an Sponsorenverträgen? Under capitalism, the article says, every pursuit has its price. Every pleasure, even one as elemental as the joy of racing others around a track, is reduced to an advertising opportunity. Thus, the so-called tournée becomes a competition between increasingly meaningless brand signifiers. Your discount laundry detergent racing against a pack of Astra cigarettes, or even a Fritter. Schon, aber immerhin kriegt man ein paar Unfälle zu sehen. And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the promise of random, spectacular violence, audiences would quickly lose interest. At the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real racers that you're really watching for. Nein, ich bin mir sicher, dass ich die Rennen an sich mag. Sure, you think that, but subconsciously, it's the visions of brand names being engulfed in flames that you crave. This flimsy magazine is right. Deep down, you know the only true stakes are life and glory, or death by fiery dismemberment. Habe ich nie wirklich so darüber nachgedacht. That's because you haven't been reading critically. But don't worry. The whole point of these sorts of articles is to let someone else read critically for you. Kim, wussten Sie, dass die Tip-Top-Tournee in Wirklichkeit ein orgiastisches Ritual kapitalistischer Zerstörungswut ist? Ich hatte keine Ahnung. I can safely say the thought had never crossed my mind, Detective. Ich frage mich, was noch nur eine Metapher für das Leben im Kapitalismus ist. I'm sure most things are, if the young men who wrote this article are to be believed. If I had to wager, I'd say they've never even seen the inside of a motor, much less a motor race. I take whatever they write with a large grain of salt. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Ich habe genug von dieser blöden Zeitschrift. Ja, irgendwie hat sich nichts getan. Wir bauen auf 5 Erfahrungspunkte, dann können wir wieder in... Was brauchen wir? Autorität. Ja. Rhetorik. Ich weiß gar nicht, in was wollen wir rein investieren? Rhetorik. Rhetorik haben wir noch gar keinen Punkt. Wir könnten aber mal gucken, ob wir eventuell schon uns mal darauf seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Vielleicht. Ein bisschen nervig, dass ich es immer wieder durchgehen muss. Ich glaube, Rhetorik habe ich echt gar nichts. Minus Rhetorik haben wir. Hier mal Rhetorik. Schlimmes Polohemd. Also, was mache ich denn jetzt?
Also wir können ja mal mit Dingsbums wieder reden, ne? Vielleicht bringt das ja was. It's you again. What is it? ...28. Wenn wir einen Punkt dazu bekommen, haben wir vielleicht 40. Ich gehe mal nochmal mit Dingsbums sprechen. Mit meinem Lieblingsfreund Everett. T wie dramatisch. Also wissen, dass der Typ hier einer von den Soldaten ist. Aber wir wollen nicht mit ihm sprechen, weil es könnte sein, dass der vielleicht denkt, dass da nicht was ganz koscher ist. Wir könnten noch mal versuchen, das Ding hier aufzubrechen. You're back before the cargo container. Its drawer has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Rhetorik. Das wird halt nicht passieren. Die wird halt nicht aufgehen, das ist schon mal klar. Die Tür öffnen können wir auch nicht. Aber es ist lustig, dass es geht. Wir können noch mal in Rhetorik rein investieren. Ja, das mache ich ja sowieso, ne? Stimmt, in der Rhetorik muss man ja sowieso rein. Investieren als nächstes. Wir brauchen dann nur noch ein Level ab. Ich spreche mir noch mit ihm. Vielleicht kann er, sagt dann nochmal mit uns oder quatscht nochmal mit uns über irgendwas. Auch wenn ich ehrlich gesagt glaube, dass das Zeitverschwendung ist. Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you've already sat on that chair. Ich glaube, das sage ich ihm mal lieber nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Sinn hat, mit ihm darüber zu reden. Weil ich glaube, wir sollten erst mit ihm reden, wenn wir unsere Waffe wieder haben. Okay, pass auf, Leute. Wir werden jetzt noch ein bisschen im Buch rumschmökern, damit wir ein bisschen Zeit vergehen lassen können. Large letters on the front. War das Buch hier? In your hand, you hold 4/5. Why? There's truly no point. You'll never know who did it, because those pages have literally been scattered to the wind. If you insist. But again, the story opens with a knock at the door. Detective Dick Mullen is Spillane needs Mullen to drive him in from Vespa to a small town, an extremely unprofessional and hurtful stereotype that's offensive to all upstanding officers of the law. 2 days later, Mullen is arrested by the Vespa police and charged with the murder of Charlie Spillane. Desperate to clear his name, Mullen manages to convince the Vespa police to release him for 3 days so that Mullen may solve his friend's... Of course, Mullen didn't do it. That's the whole premise of the book. Anyway, Mullen returns to the seaside bar where Spillane was murdered and meets a beautiful, mysterious woman named Diana Denerva. Denerve reveals that she was Spillane's lover and that he was mixed up with... Not only is the local police captain in on the amphetamine ring, so is the son of a powerful politician and a strung-out art collector. One evening, Diana Denerve comes to... Yes, comfort and pleasure.
the warmth of a... Well, that testimony won't be admissible any longer. Ich bin mir nicht sicher, ob ich damit glücklich bin, aber vielleicht wendet sich die Geschichte ja noch. As the two lovers share a post-coital cigarette, Deanna Deneuve turns to Mullen and says, "By the way, Dick, there was something else I meant to tell you. I love you." The name of the true killer. Always aim for the center of mass. Whatever it is, Mullen never hears the words. A blow to the base of his skull knocks him out cold instantly. Ja, die alte war's. Scheiße. When Mullen comes to, Deneuve is dead on the hostel bed next to him. To make matters worse, his clothes are covered with her blood. Doppelt scheiße. Mullen trashes his blood-stained clothes and flees the hostel, knowing it's only a matter of hours before the cops discover Deneuve's body, if they haven't been tipped off already. Fleeing a crime scene, destroying evidence. Even if Detective Mullen didn't commit the murder, he should be facing years behind bars. Dick Mullen won't be sent to the clink for the sake of some legal niceties. The heat is on. If Dick Mullen can't solve both murders before the cops catch up to him, he's going away for life. And you'll never know what happens, because the rest of the book is gone. Ich kann es erahnen, oder? Wenn Mullen ins Gefängnis müsste, gäbe es noch etwa weitere dieser. What makes you think this isn't the final Dick Mullen case? Gibt es nicht schon ein Buch namens Dick Mullens letzter Fall oder so? How do you know this isn't the final case? This could go on forever. End it now. Okay, ist auch egal, ist so langsam lächerlich. In your hand, you hold 4/5 of Dick Mullen and the mistake. Haben wir nicht noch ein anderes Buch, was wir lesen können? Den Kakadus, das nicht. Und das ist jetzt auch nicht gerade der Hammer. Ja, Leute, ich würd sagen, wir gehen jetzt nochmal zurück, weil irgendwie scheint das hier eine Einbahnstraße zu sein. Wir haben nicht mal wirklich viel Zeit dabei vertrödelt. Nur ein Stündchen. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also ich würde jetzt tatsächlich darauf hinarbeiten, dass wir unsere Waffe kriegen. Und dann versuchen, die anderen Fälle weiterhin zu lösen. Wisst ihr, was ich meine? Dann würde ich mir jetzt nämlich noch einen Krimi kaufen. Wenn das geht. Shelves filled to the brim with crime novels featuring the supposed crime fiction. These books, what's more, not a single mention of all the stress this work creates upon the officers. You see, Dick Mullen on a killing is declared. Dick Mullen, shelves filled to the brim with... Weiß doch jeder, dass die interessantesten an der Faschisten ihre Magie war. Hatten wir denn noch Krimis? The display rack is brimming with worn paper. Das wollen wir nicht, weil das feministischer Kram ist. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous... Shelves full of biographies of... I would say The Greatest Innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool, delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. Wer da was sind denn die Schuldreinen?
A very influential historical figure. But surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education. The book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. Also würden Sie es mir empfehlen? Certainly. It's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Imagine the chaos we'd be in otherwise. You feel like you should get this one? Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. A true cultural touchstone. Enjoy the read. Gut, jetzt haben wir die Schuldreine gekauft. Ich glaube, das werden wir uns beim nächsten Mal durchlesen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Es wird wieder ein bisschen zäh. Das gebe ich zu. Wir müssen halt jetzt schauen, wie wir irgendwie noch zur Rande kommen. So viele Aufgaben haben wir gar nicht mehr. Jetzt geht es halt in Rhetorik reinzubuttern, um dann halt Titus davon zu überzeugen, dass er mal langsam sein Maul aufreißen sollte. Und uns zu erzählen, was wirklich passiert ist. Gut, ich verabschiede mich. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge wieder. Tschüss.